Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Dirk Wiechert. Ich bin ja der Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie e.V. und ich bin eingeladen, heute einen Online-Vortrag zu halten und den werde ich als Podcast für Sie im Anschluss bereitstellen. Und wenn Sie wollen, schauen Sie rein. Ich freue mich. Und wenn Sie dann noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie doch einfach einen Kommentar oder schreiben eine E-Mail und dann gucke ich, dass wir auch diese Frage noch geklärt bekommen. Ich freue mich drauf. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute Abend dabei zu sein. Ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen und tolle Informationen über die Therapie der Oxygenierung mit nach Hause nehmen und sagen, wow, warum habe ich da nicht schon früher von gehört? Super. Dann wünsche ich allen Beteiligten ganz viel Spaß bei dem jetzigen Online-Seminar und übergebe dann das Mikro an Dr. Wiechert. Ja, vielen Dank. Ich fange auch einfach gleich an. Ich bin der erste Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie e.V. Diese Gesellschaft gibt es nun schon seit 42 Jahren und wir machen auch immer so ein bisschen Forschung. Das geht zurück auf den Dr. Med Regelsberger, letztendlich ein Neurochirurg, der diese Therapie ins Leben gerufen hat oder weiterentwickelt hat. Und der erste ist, der auch überhaupt Gerätschaften entwickelt hat, mit der man also fein dosiert und sozusagen für jedermann delegierbar diese feinen Sauerstoffbläschen auch in die Vene einleiten kann. Denn vorher, als die sogenannten Altvorderen unterwegs waren, da hat man tatsächlich Sauerstoff in eine Spritze getan und hat das dann irgendwo hingespritzt. Was natürlich heute undenkbar ist, aber vor 60, 80 Jahren, da war eine etwas andere Zeit und da gingen diese Dinge letztendlich auch. Und ja, heute ist eine andere Zeit. Die Historie ist also, das Ganze war an der Universität Köln, da war nämlich dieser Herr Dr. Med Regelsberger, der übrigens auch einen Sohn hat, Professor in Hamburg am UKE, auch Neurochirurg und der Arbeit durchaus sehr zugetan. Allerdings ist es schon schwierig, in die Bereiche der reine Leitlinienmedizin mit dieser Methode vorzudringen, weil scheinbar bestimmte Dinge gar nicht wahrgenommen werden wollen. Und wie ich schon sagte, 1975 kam es dann zur ersten technischen Umsetzung in Geräteform. Und unter der Leitung von unserem Ehrenvorsitzenden, Herrn Dr. Franz Josef Kreuzer aus Bad Iburg, der immer noch intensiv für die Gesellschaft arbeitet und Literatur recherchiert, inwieweit essentielle Fettsäuren zu sogenannten Pro-Resolving Mediators in unserem Körper verwendet oder verändert werden durch die intravenöse Sauerstofftherapie. Dabei handelt es sich um Stoffwechselprodukte, die dazu führen, dass eine Entzündung ausheilen kann. Pro-Resolving heißt zur Ausheilung hinzuführen. Und ich freue mich, dass er in seinem hohen Alter, ich glaube an die 90 ist er mittlerweile, noch so aktiv dabei ist. Und wir haben im Jahr 2007 in Osnabrück an der Paracelsus-Klinik bei Dr. Beke, ein Augenarzt, eine Studie zur Makuladegeneration durchgeführt und haben dort herausgefunden, dass wir schon mit 3 Wochen Therapie, also im Grunde genommen 15 oder 4 Wochen, 15 oder 20 Anwendungen es schaffen, dass wir die Sehfähigkeit im Durchschnitt um 10% verbessern und das bei der Makuladegeneration und dass diese Wirkung auch circa 2 Monate anhält, bevor sie dann auch wieder langsam abfällt, was natürlich bedeutet, dass man im Grunde genommen, wenn man so eine Erkrankung hat, an der man erblinden könnte, wirklich auch dann in gewissen regelmäßigen Abständen nutzen sollte. Und das mache ich mit meinen Makulapatienten auch. Die kommen dann, nachdem sie also die Grundtherapie durchlaufen haben, alle 4 Wochen für 3 Anwendungen in Serie, 3 Tage aufeinander, um sozusagen immer wieder das Immunsystem, die eosinophilen Granulozyten, darauf kommen wir nachher noch, anzusprechen und zu sagen, ja, bitte bleibt dabei und tut etwas dafür, dass meine Makula nicht weiter degeneriert. Und über die Zeit, also über Jahre hinweg, kann man jetzt schon sagen,
so 100% passiert das, also gelingt es nicht. Aber die Degeneration ist also extrem langsam. Und wenn man sich klar macht, dass die Makuladegeneration auch eine Erkrankung der Mitochondrien ist, was durch Studien sehr gut belegt ist, dann nehmen Sie dieses Stichwort bitte mit im Hinterkopf, weil wir werden im Laufe des Vortrags auch auf die Mitochondrien zu sprechen kommen. Und das gilt ja für jede Zelle in unserem Körper. Und insofern ist es ein ganz wesentliches Kriterium, sich damit auseinanderzusetzen. Und dafür ist die intravenöse Sauerstofftherapie ein hervorragendes Instrument. Wie macht man so etwas? Eine Sauerstofftherapie intravenös bedeutet ja, dass die Sauerstoffbläschen in die Vene müssen. Und da gehören sie ja normalerweise nicht hin, sondern Sauerstoff ist ja eigentlich zum Luftholen gedacht. Aber Sauerstoff ist ja nicht schädlich. Sauerstoff ist wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Stickmonoxid frei gewebegängig. Das heißt, wenn man das in die Vene gibt und es dann seinen Weg nimmt, darauf kommen wir gleich noch, dann ist es ungefähr in 20 Minuten durch die Zellmembranen hindurch diffundiert und auch abgeatmet. Und dann ist dieser Spuk, nämlich das Bläschen im Blut, auch schon wieder weg. Und der Reiz, den es setzt auf die Immunzellen, also auf die eosinophilen Granulozyten, ist dann vorbei. Wir setzen also im Grunde genommen einen Reiz, auf den der Körper dann am Ende einen Gegenreiz setzen soll. Und das beruht darauf, diese Erkenntnis, dass man weiß, dass zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, wenn man einen Parasiten hat, deutlich milder und blander verlaufen, als wenn man keinen hat. Das Problem bei einem Parasiten ist aber, dass der 24 Stunden am Tag da ist, dass er uns die Mikronährstoffe wegfrisst und dass er ein Hygieneproblem ist. Ich muss also am Ende eventuell noch Gift essen, um ihn wieder loszuwerden. So ein Sauerstoffbläschen erzeugt die gleichen immunologischen Reaktionen wie ein Parasit, ist aber ja nur die Zeit der Infusion plus 20 Minuten im Körper und frisst keine Mikronährstoffe, ist kein Hygieneproblem und der Körper hat also die Gelegenheit, auf diesen Reiz, den wir gesetzt haben, mit einer Gegenregulation zu antworten und das nennt man das hormesische Prinzip. Und wenn man nichts macht, passiert gar nichts. Wenn man mehr macht, passiert ein bisschen mehr. Wir haben ein Optimum. Und wenn wir dann noch mehr machen, dann können wir diesen vorteilhaften Reiz auch wieder ins Gegenteil verkehren. Und das wollen wir vermeiden. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann auch weiß, was man da tut, dass man nicht einfach nur blind irgendwelche Mengen gibt, sondern dass man sich an die Sache herantastet. Und das lebt von der Serie. Also, damit ein Immunsystem etwas lernt, müsste man also zunächst jeden Tag eine Impfauffrischungsübung machen. Also man gibt jeden Tag 5-mal die Woche, früher hat man 6-7-mal die Woche, eine intravenöse Sauerstofftherapie geben und man fängt mit ganz wenig in der Regel Millilitern an. Also zum Beispiel mit 10 oder mit 6 Millilitern und dann lässt man auch nur 1 Milliliter pro Minute da rein. Also theoretisch wird ein Milliliter in 60 kleine Bläschen zerteilt, jetzt mal theoretisch gesprochen, die dann Stückchen für Stückchen in der Vene ihren Weg nehmen und auf dem Weg dahin sich wieder vereinen, wieder auseinandergehen und am Ende dann auch abgeatmet werden. Und das sind diese Einlaufgeschwindigkeiten, die Sie hier sehen, eben mit 1 bis 2 Milliliter pro Minute. Kann man also steigern und die modernen Geräte ermöglichen auch, dass man sogar mit Kommastellen steigern kann. Und man startet eben mit 10 bis 20 Behandlungen und dann braucht der Körper im Normalfall auch erstmal wieder eine Erholung, um sich weitergehend zu regenerieren. Und wenn man schon trainiert ist, also wenn man mehrere Behandlungen hat und das Immunsystem erinnert sich, dann hat man in der Regel mit deutlich weniger Anwendung das gleiche Ergebnis wie am Anfang, wo man dieses Grundtraining durchläuft. Wichtig ist, dass man am Ende dieser Sauerstoffzufuhr wirklich die Liegezeit der 20 Minuten einhält, damit dieses Bläschen auch abdiffundieren kann, damit man nicht danach irgendwelche Kreislaufprobleme hat. So sieht so ein Gerät zum Beispiel aus. So mit dieser ganz kleinen Butterfly kann man also dann den Zugang zu der Vene gewinnen. Wenn man sagt, oh, ich möchte aber anschließend auch noch irgendwelche Infusionen machen, kann man das
selbstverständlich auch mit einer Venenverweilkanüle tun. Na, so, wie sieht denn eigentlich so ein Kreislaufsystem aus? Wo bleibt eigentlich der Sauerstoff? Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben ja ein Herz mit einer rechten und einer linken Herzkammer und auch entsprechenden Vorhöfen. Und wenn wir in die Vene pieken, dann geht der Sauerstoff seinen Weg letztendlich hier in das rechte Herz hinein über den Vorhof, geht in die Kammer, geht dann hier in die Lunge, bleibt dann hier in den Lungenbläschen stecken und wird dann da letztendlich abgeatmet. Und das Blut muss ja auch über den interstitiellen Raum dann auf den arteriellen Sektor, in dem Fall ist es ja jetzt hier die Vene, die Lungenvene, gehen, kommt dann hier über den Vorhof in das linke Herz und geht dann über die Kammer raus in den großen Kreislauf, also die Aorta. Ein Bogen verteilt sich dann im Körper. Und eine Kontraindikation für diese Therapie ist, wenn wir ein offenes Foramen ovale haben oder wenn wir hier irgendeinen Fehler in den trennenden Wände zwischen links und rechts haben. Weil dann könnten die Sauerstoffbläschen von rechts nach links und da sollen sie nicht hin. Und dazu gibt es auch noch die Erkrankung, den Morbus Osler, sehr selten. Aber das sind zum Beispiel die wenigen absoluten Kontraindikationen, wo man so etwas überhaupt nicht machen soll. Deswegen gehört dazu immer eine gute Anamnese und am besten auch ein Abhören des Herzens. Aber wenn man das nicht kann, fragt man halt einen Therapeuten, also einen Kardiologen, der einem das dann bestätigt, dass da alles gut ist. So, wenn wir eine Blutdiagnostik machen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall immer ein Differentialblutbild machen, denn darin erkennen wir die eosinophilen Granulozyten. Diese eosinophilen Granulozyten heißen so, weil sie eosinrot angefärbt sind und sie haben die Aufgabe, sich mit Allergien und auch mit Parasiten zu beschäftigen. Und da gibt es auch bestimmte Untergruppen, die produzieren, also das eosinophile kationische Protein oder das EPX, was man im Stuhl messen kann. Und die sind dann in der Regel bei Allergien oder bei allergisch vermittelten Lebensmittelallergien auch erhöht. Und dass die Eosinophilen bei einer Allergie, Pollenallergie und so weiter erhöht sind, ist ja bekannt. Und die führen letztendlich dazu, dass dann über das IgE wir die Histaminprobleme bekommen. Wenn wir allerdings diese eosinophilen Granulozyten durch die Sauerstoffbläschen ansteigen lassen, und dann sehen wir, wie der Patient auf die Therapie reagiert. Deswegen nehme ich diesen Wert immer am Montag und auch am Freitag jeder Woche, in der ich behandle, ab, um zu sehen, wo ist er, wo kommt er hin, wo fällt er über das Wochenende ab, das machen nämlich die meisten, und wo kommt er in der nächsten Woche hin. Und damit kann ich dem Patienten ganz genau sagen, wie gut er reagiert und warum, weshalb er wie lange zur Therapie kommen soll. Und dann sind eben manche nur 10 Tage und andere gegebenenfalls 20 oder 25 Tage in der Therapie. Und dann kann ich natürlich auch noch andere Dinge bestimmen, die mich vielleicht interessieren, weil ich habe jemanden mit einer Autoimmunerkrankung oder irgendeinem entzündlichen Geschehen und möchte also sehen, wie verändert sich das. Und dann kann es sein, dass am Anfang der CRP-Wert etwas ansteigt, aber im Verlauf fällt er wieder. Und wenn man weiß, dass CRP innerhalb von 2 Stunden ansteigt und innerhalb von 48 Stunden auch wieder abfällt, dann weiß man, dass man einen Augenblick warten muss, um das Ergebnis zu sehen. Also ist vermutlich der CRP-Wert nicht am Freitag, sondern in der Kontrolle des daraufkommenden Montags am niedrigsten. Und man sieht, manchmal wird sowas ja durch Cortison unterdrückt und eigentlich ist Cortison etwas, was die Wirkung der Sauerstofftherapie einschränkt in Bezug auf das Ansteigen der eosinophilen Granulozyten. Ist es aber auch ein Instrument, um zum Beispiel bei jemandem, der eine Autoimmunerkrankung hat und deswegen Cortison nimmt, diesen schneller runterdosieren zu können von dem Cortison, damit er eben nicht den Steroiddiabetes oder die Osteoporose oder den Muskelabbau eben erfährt oder die pergamentartige Haut oder das Vollmondgesicht und den Stirnacken, was man ja bei zu viel Cholesterin über eine gewisse Zeit hat. Homozystein ist natürlich etwas, was mit Mikrodurchblutungsstörungen zu tun hat
Und über so ein 7-Jahres-Zeitfenster weiß man, wenn die Werte erhöht sind, dass also Herz- und Hirninfarkt und Demenzrisiko erhöht ist. Diesen Wert sollte man also grundsätzlich in der Vorsorge nicht für die Oxytherapie, aber für die Patienten kennen. Und dann kann man ihn eben mit Vitaminen, also Vitamin B6, B9, B12 oder auch B2 und auch mit Eicosapentaensäure und auch mit Vitamin D und auch mit Lecithinen biochemisch regulieren. Aber wir sehen auch, dass der Homozysteinwert unter der intravenösen Sauerstofftherapie sinkt. Wir können uns, wenn wir ganz laborbesessen sind, auch Interleukine angucken. Wir werden eins davon rausgreifen und nachher im Verlauf auch mal diskutieren. Wir können uns Lipoproteine anschauen, auch assoziierte Phospholipase A2, die auch ein Marker für Gefäßentzündung ist und sich verändern sollte. Wir sollten uns ruhig den Omega-3-Index anschauen, denn all die Fette, die wir zu uns nehmen, bauen sich ja auch in unsere Zellmembranen ein und wir aktivieren, kommen wir nachher noch drauf, durch diese Sauerstofftherapie die Arachidon-Kaskade und fördern damit eben auch die Umsetzung der Arachidonsäure, die ja eigentlich proentzündlich ist. Und insofern muss das ein balanciertes Ergebnis sein. Und wenn wir ungefähr ausgeglichen Omega-3-Fettsäuren in der Zellmembran haben und Omega-6-Fettsäuren, dann greift dieses Enzym eben auf das zu, was da ist. Und wenn wir einen balancierten Zugriff haben, bekommen wir auch ein balanciertes Ergebnis. Der Omega-3-Index sagt so ein bisschen etwas darüber aus, wie viel wir davon brauchen. Und wenn man den dann 1, 2, 3 Mal misst, um dann auch die individuelle Dosierung für Fischöl oder Algenöl oder auch Leinöl oder auch Borretschöl für die Gamma-Linolensäure anzupassen, dann hat man nachher ein individuelles, optimiertes Ergebnis. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe Probleme mit meiner Fettleber oder ich habe immer erhöhte Leberwerte und ich würde die gerne reduzieren und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dann ist natürlich wichtig, dass man auf der einen Seite die ernährungstherapeutische Seite sich anschaut, denn vieles kommt wirklich vom Essen. Und auf der anderen Seite darf man aber erwarten, dass wir auch durch die Therapie, weil wir die Paraoxonase-Aktivität steigern, das hat etwas mit Entgiftung zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass wir auch das Haptic-Liebcholesterin erhöhen können, dass wir also High-Density-Lipoprotein, dass wir die Insektizide und Pestizide, die als Reste in unserem Essen auftreten, über die Paraoxonase 1 besser abbauen können und damit natürlich insgesamt den Körper auch entgiften. Und was ganz erstaunlich ist, habe natürlich nur ein Einzelfall leider für, wir haben nämlich ungewollt eigentlich einen Säurebasenstatus nach Sander im Abstand von 3 Wochen gemacht, also vor der Oxygenierung und nach 3 Wochen. Und er war wirklich in der Säurestarre und wir haben nach 3 Wochen, also 30 ist der obere Wert, einen Wert von in 40 gehabt. Also Wahnsinn, was man auch mit der intravenösen Sauerstofftherapie an Regulation der Übersäuerung erzielen kann. Und ein Großteil der Übersäuerung kommt ja sicherlich auch durch die mitochondriale Dysfunktion, denn immer dann, wenn wir die Glykolyse, also die Vergärung von Zucker nutzen müssen, weil die Atmungskette nicht richtig funktioniert, entsteht ja am Ende zunächst im Zellraum um die Zelle, im Extrazellulärraum, eine Ansäuerung über Milchsäure. Und die muss abtransportiert werden und wenn die Leber das nicht so richtig voneinander kriegt, dann staut die sich irgendwo so ein bisschen und dann haben wir auch eine Form von Übersäuerung, obwohl wir uns vielleicht gar nicht so übersäuert ernähren. Ja, dann ist die Nierenfunktion spannend. Cystatin C ist ja ein Wert, um die Nierenfunktion zu erfassen, ohne auf die Muskelmasse zurückgreifen zu müssen. Denn im Normalfall stimmt das zwar mit dem Kreatinin aus der Muskelmasse, aber bei Bodybuildern ist der Wert in der Regel zu hoch und bei Leuten, die also völlig abgemagert durch die Gegend kommen, ist das so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Da ist die Nierenfunktion immer toll, weil keine Muskelmasse da ist, aber in Wirklichkeit sind die Werte möglicherweise doch schon unter 30 Milliliter pro Minute und das ist schon wichtig zu wissen, wenn man irgendwelche Medikamente oder Substanzen ergänzt, die könnten sich zurückstauen
Und dann kann man aber sehr schön sehen, wie die Werte sich durch eine verbesserte Mikrodurchblutung dann eben auch verbessern. Und das sieht man schon nach 1-2 Wochen der Therapie. Und wie man eben jetzt dann auch die Milchsäure reduziert, weil die Mitochondrien vielleicht ein bisschen besser ticken, und wie sich der Calprotectin-Wert als Entzündungswert der neutrophilen Granulozyten, sowohl im Stuhl als nicht validiert oder nicht allgemein anerkannt, auch im Blut zu messen ist, kann man eben gerade bei denen, die jetzt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, also Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, sehr schön zeigen, dass innerhalb des Therapiezeitraums sich diese Werte auch verbessern. Und die Fließeigenschaften des Blutes hängen natürlich damit zusammen, wie viele rote Blutkörperchen sind drin, also wie hoch ist der prozentuale Anteil der Zellen zur Flüssigkeit. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wie eng sind eigentlich die Kapillaren, also die Blutgefäße. Und wenn man sich dann sozusagen die Cholesterinwerte mal anschaut und dann feststellt, dass die Subklassen, die LDL-Subklassen vielleicht auffällig sind, dann sind die so klein, diese Moleküle, dass die sich unter die innerste Schicht der Blutgefäße wühlen können und dann machen sie ja so kleine Häufchen und das führt dann dazu, dass sie sich vorbeulen. Und das ist in so einem großen Blutgefäß nicht so wichtig, aber in so einem Haargefäß, was ja so heißt, weil es so dünn ist wie Haare, sind ja die roten Blutkörperchen bereits im Gänsemarsch unterwegs, hintereinander weg. Und wenn man dort eine Vorwölbung hat, die müssen sich eh schon verformen, um da durchzukommen, dann haben wir dort einen Stau. Und wenn wir einen Stau haben, dann haben wir ein Problem in der Versorgung zum Beispiel des Blutgefäßes in der äußeren Wand oder der Nerven. Und bei den Nerven reagieren die natürlich viel schneller als bei den Blutgefäßen, was ja ein Muskel ist, der also zur Not bis zu 3 Stunden aushalten kann. Ein Messparameter dafür wären die Dedimere. So, jetzt genug dieser vielen Labordiagnostik und wir kommen zu den eigentlichen Grundlagen. Also ich befrage meinen Patienten, gibt es irgendwelche Kontraindikationen? Nicht? Also hat er ein Loch im Herzen, dann geht es gar nicht. Und ich frage natürlich auch, warum ist die Oxygenierung für ihn gut? Das ergibt die Anamnese. Ich sollte mal den Blutdruck messen. Ein zu hoher Blutdruck ist zum Beispiel eine Indikation für eine solche Therapie. Ich könnte die Herzratenvarianzanalyse nehmen. Ich erkenne vielleicht eine sympathikotone Reaktionslage des vegetativen Nervensystems. Entweder ist die Herzfrequenz zu hoch oder die Streubreite ist viel zu gering, die Varianz ist viel zu eng. Und wenn ich das habe, dann kann der Mensch ja nicht richtig regenerieren. Er kommt vielleicht nicht richtig in den Schlaf. Er hat vielleicht eine erhöhte Insulinresistenz. Er hat möglicherweise vermehrt Schmerzen. Er hat Muskelverspannung und so weiter. Und insofern kann ich auch am Anfang sehr schön zeigen, so guck mal, da stehst du mit deinem Vegetativum und wir wollen mal gucken, wo kommst du hin. Ich kann mir die Pulswelle angucken, ich kann mir die Gefäßsteifigkeit hernehmen, ich kann mir anschauen, wie ist sozusagen der Blutdruckunterschied zwischen dem Arm und dem Knöchel, also dem ABI oder dem KAI, Knöchel-Arm-Index auf Deutsch. Und der Ankle-Brain-Index ist ABI. Ne? Und wir können natürlich nicht erwarten, dass alles in 3 Wochen top wird, aber wir werden auch hier in dem Vortrag sehen, was das in den kleinen Gefäßen wirklich bringt, wenn man das über ein langes Zeitfenster macht. Und man kann natürlich auch Dopplermessungen machen und Laufbahnzeiten, wie weit kann ich gehen, zum Beispiel bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Schaffe ich jetzt 100 Meter weiter oder kann ich vorher vielleicht nur 80 oder 300 Meter gehen und schaffe jetzt wirklich schon 600 oder 1 Kilometer. Das sind tolle Dinge und natürlich auch die Visuswerte. Arachidonsäurekaskade. Also, ich hatte ja gesagt, die Membranphospholipide, das sind die Fette, die in jeder Zellmembran sind und die hängen einfach davon ab, was wir so essen. Wenn wir uns also einseitig ernähren, dann sind die natürlich auch überwiegend da drin. Also esse ich gesättigte Fettsäuren, habe ich gesättigte, die können nicht oxidieren, das ist okay, aber die sind auch nicht so wirklich schön, sagen wir mal, fluide und anpassungsfähig und elastisch. Dann kann ich die Omega-3-Fettsäuren reintun, ich kann die Omega-6-Fettsäuren reintun. Das sind, ich habe die Nervonsäure vielleicht da drin oder auch die Palmitolinsäure. Das sind aber alles Fettsäuren, die sind einfach oder mehrfach ungesättigt. Und ungesättigt bedeutet, dass sie eine Doppelbindung haben. Und diese Doppelbindung kann, wenn ich oxidativen Stress habe, aufbrechen. Dann habe ich
freie Radikale, die können sich drehen, dann habe ich Transfettsäuren. Das führt im Tierversuch zu Alzheimer. Und das bedeutet, dass wenn ich solche gesunden Fette einsetze, muss ich auf jeden Fall auch immer und am besten kombiniert damit meine Antioxidantien einnehmen. Das bedeutet, fettlösliche Antioxidantien sind Vitamin A, K, E, dort am besten die Tocotrienole, auch D gehört dazu. Und ich muss natürlich als Redoxpotenzial zum Vitamin E, den Tocotrienolen, das Vitamin C auf dem Schirm haben. Nun sagen wir, okay, die Antioxidantien soll man nicht unbedingt gleich zur Oxygenierung geben, weil man den oxidativen Stress, den man damit setzen will, dann ja sozusagen neutralisiert. Und deswegen sprechen wir für einen Abstand von 6 Stunden davor und danach. Wenn ich aber Patienten habe, die von ihrer mitochondrialen Funktion eine ganz, ganz geringe antioxidative Stressresilienz haben, dann würde ich am Anfang meiner Therapie Ihnen sagen, nehmen Sie bitte diese Substanzen, wie ich sie für regulär in den Einnahmeplan aufgestellt habe, und kümmern Sie sich nicht um diese zeitlichen Abstände, weil dann geht es erstmal nur darum, dass der Patient überhaupt auf den Reiz des Sauerstoffbläschens reagieren kann und dass wir ihn erstmal aus diesem tiefen Tal, also gerade Burnout-Patienten sind da für geeignet oder auch eben diese chronisch entzündlichen Patienten, die da häufig ganz viel oxidativen Stress haben, dass man sie langsam abholt. So, und jetzt sehen wir hier diese Arachidonsäure, also auch die Phospholipase A2, die löst hier diese Fette raus, dann unter anderem die Arachidonsäure, und die wird dann mit den Cyclooxygenase-Enzymen 1 und 2 aufgebröselt und dann hier in die Arachidonkaskade eingeschleust, und dann entstehen verschiedene Prostaglandine. Also Zyklin ist ja zum Beispiel dafür da, dass sich die Blutgefäße erweitern, dass sich die Gefäßelastizität der der Arterien erhöht, dass sich aber der Tonus in der Vene im Umkehrschluss ebenfalls erhöht, sodass wir also einen besseren Rückfluss des Blutes aus dem venösen Schenkel haben. Wir sehen, dass ausgerechnet das Prostaglandin E2 zumindest im Verlauf deutlich weniger ausgebildet wird, und das ist ja das Prostacyclin, weswegen wir normalerweise diese Cyclooxygenase hier nehmen, also die nichtsteroidalen Antirheumatika oder das Aspirin oder das Curcumin. Und was da dazu führen kann, dass wir dann also Magenprobleme kriegen, weil Prostaglandin E2 ist ja sozusagen das Schutzprostaglandin für den Magen. Und trotzdem, wenn wir die Oxygenierung machen, treten keine Magenentzündung oder Magenbeschwerden auf, oder Geschwüre auf oder Blutungen auf. Was wir aber sehen, ist, dass natürlich die Schmerzen über die Zeit weniger werden, weil wir weniger PGE2 haben. Und wenn wir Prostaglandin D2 nehmen, dann hat das etwas zu tun mit der Schlafqualität. Manche reagieren besonders gut darauf. Dann sollte man besser die Therapie am Nachmittag machen, damit sie dann auch abends besser schlafen können. Und es bildet sich dann im Verlauf dieses 15-D-PGJ2 und daraus kann sich NRF2 bilden. Das hören wir so im Verlauf des Vortrags und hat etwas damit zu tun, dass antioxidative Enzyme in den Zellen gebildet werden. Und PGF2 hat was mit der Schwangerschaft zum Beispiel zu tun, und Thromboxan wird auch reduziert, und das würde sozusagen die Thrombozytenaggregation fördern. Aber das Verhältnis von Thromboxan zu Prostacyclin ist wichtig, und das Prostacyclin steigt deutlich mehr an, und damit haben wir am Ende eine verbesserte Durchblutung und eine reduzierte Thrombozytenaggregation. Und das haben wir auch gemessen, nämlich an der Medizinischen Hochschule Hannover bei Professor Fröhlich unter Aufsicht von Herrn Stichtenoth. Stichtenoth ist heute in der Ärztekammer Niedersachsen im Vorstandsbereich für die Pharmakologie verantwortlich und hat diese Studie seinerzeit begleitet. Und wir sehen hier links also die Basismessung, also Patient kommt rein und sagt, also gibt den Urin ab, und dann haben wir also den Ausgangsurin. Und dann gibt es hier eine relativ kleine Streubreite, das ist dieses kleine T da oben drauf. Und eine Stunde nachdem also sozusagen die intravenöse Sauerstofftherapie durchgelaufen ist, und zwar 40 Milliliter mit 2 Milliliter pro Minute, das müssen also Patienten sein, die nicht zum allerersten Mal grundsätzlich dahin gekommen sind, also müssten wenigstens früher schon mal irgendwo so ein bisschen Erfolg gehabt haben, sehen wir,
und zwar Teilnehmer N10 da oben, 10 Teilnehmer waren dabei, dass der Prostacyclin-Abbauwert, damals konnte man das also noch nicht eingefroren irgendwie im Labor bestimmen, man musste es also im Urin machen, im Optimalfall auf das 8-fache angestiegen ist. Nämlich da oben, wo dieses kleine T endet. Das hat natürlich eine Streubreite, nicht jeder reagiert gleich, aber alle reagieren in die gleiche Richtung. Und das bedeutet, dass wir mit dieser Therapie ein körpereigenes Hormon, kann man ja fast sagen, oder Prostacyclin, also Botenstoff, erzeugen, der die Blutgefäße erweitert, der also die Mikrodurchblutung erweitert und damit eigentlich für alles, was mit Durchblutungsstörung zu tun hat, egal ob es jetzt Demenz ist oder ob das Nierenschwäche ist oder ob das kalte Hände, kalte Füße, kalter Busen, kalter Po ist oder ob wir nicht richtig gucken können oder ob der Blutdruck zu hoch ist, für all das ist das die biochemische Grundlage, dass man hier eine Fehlfunktion in die richtige Richtung bringen kann. Und das Schöne ist, am nächsten Tag hat man geguckt und der Wert ist höher als am Tag vorher. Das heißt, dieser Effekt ist natürlich nicht so toll wie eine Stunde danach, aber der Effekt ist am nächsten Tag besser als vor der Therapie. Und an Tag 10 ist er noch besser und an Tag 16 bleibt er gleich und an Tag 21 fällt er dann langsam ab. Und insofern haben wir hier ein Proof of Principle erbracht, wonach wir sagen können, wir können mit dieser Therapie wirklich die Gefäße erweitern, also zumindest dieses Prostacyclin bilden und es fördert die Selbstregeneration, die Selbstheilung des Patienten. Und das liegt daran, dass es die Gefäße erweitert, vasodilatatorisch, dass es die Thrombozytenverklumpungsfähigkeit reduziert, dass es die Lunge erweitern kann, dass es die Durchblutungsförderung überall hat, also Niere, dass es einen schützenden Effekt hat, dass es Cholesterine senkt und dass es entwässernd wirkt. Wenn man also zum Beispiel eine Impedanzmessung macht, dann guckt man ja auch immer, wie viel ist das extrazelluläre Wasser. Und wenn das über eine gewisse Norm hinweg ist, also zwischen den Zellen sich viel zu viel Wasser befindet, dann können auch die Zellen nicht richtig miteinander kommunizieren. Das ist wie so ein fast Leaky-Zell-Syndrom. Und auch hier haben wir eben über die Entwässerung eigentlich deutliche Verbesserung dahingehend, was Zellfunktion ermöglicht. Und Durchblutungsstörungen können natürlich zu einer Thrombose nicht nur in den Venen, auch in den Arterien führen. Es führt dazu, dass wir diese Mikrodurchblutungsstörung im Bereich der Vasa vasorum, also der Blutgefäße haben. Und dann entsteht da an der äußersten Schicht des Blutgefäßes vielleicht ein Infarkt und dann an der innersten Schicht eine Gefäßverkalkung. Das ist so, dass wenn man das mal auf meiner Homepage googelt oder die Medizinische Hochschule Hannover sich mal rausgreift und da mal bei den Kardiologen guckt, wie die diese Arteriosklerose-Entstehung erklären, dann bemühen sie neben den Entzündungen eben genau diesen mikrodurchblutungsproblematischen Kontext. Gut, und bei Schlaganfällen und Herzinfarkten oder auch bei Herzrhythmusstörungen, also immer dann, wenn die Mikrodurchblutung eingeschränkt ist, macht es Sinn, diese zu erweitern. Das größte Gefäßnetz sind die Haargefäße, das sind nicht die großen Blutgefäße, die wir haben. So, und die Lösung in der Schulmedizin bei einem Problem in der großen Straße ist natürlich ein Bypass oder ein Stent, während Sie für die kleinen Gefäße, die Haargefäße, keine Lösung haben. Oder Sie nehmen synthetisches Prostacyclin mit nicht wenig Nebenwirkungen und nicht gerade geringen Kosten. Und das ist etwas, was wir mit der Oxygenierung so regulieren können, dass der Körper es selber baut und wir bringen ihn auf den Weg der Selbstheilung. So, hier ist so ein Bild für so einen Bypass, wo man dann sehen kann, hier ist also das Gefäß zu und da muss ich halt eine Umleitung bauen an der Stelle oder ich muss hier so ein Ding anflanschen, wo ich irgendwo so ein Gefäß hergeholt habe und dann sieht das so aus oder ich packe mir hier so einen Stent rein, also durchbohre den kleinen den Thrombus hier und dann ziehe ich das Ding auf, drücke das an die Seite und dann soll der Blutweg wieder frei bleiben. Aber die Ursache hier, wo die Arteriosklerose entstanden ist, weil hier außen die kleinsten Blutgefäße eben zur Infazierung geführt haben, das bleibt halt leider bestehen. Und hier sieht man, wie groß so ein Stent ist, damit man mal tatsächlich eine Ahnung hat, wenn das Ding aufgespannt ist, wie es denn aussieht. Oder man nimmt natürlich wie immer irgendwelche Blutverdünner, also
ASS 100 bis 100 ist keine Kontraindikation, kann sogar dazu führen, dass die Oxygenierung besser wirkt, weil sich eine gesonderte Gruppe von Pro-Resolving Mediators bildet, die antientzündlich wirken. Makuma ist der Vitamin-K-Antagonist, dann darf man natürlich kein Vitamin K geben. Und die modernen Medikamente sind ja die Faktor XA-Inhibitoren, also sowas wie Eliquis, Xarelto und Konsorten. Da ist es dann egal mit dem Vitamin K. So, die Nebenwirkungen von Aspirin sind, dass man eben gerade, wenn man sie primärpräventiv gibt, also nicht, wenn man tatsächlich schon ein Ereignis gehabt hat, also Schlaganfall oder Herzinfarkt, sondern nur sagt, naja, Sie haben eine Durchblutungsstörung, wir wollen mal verhindern, dass es ganz zugeht, dass es dann eben doch zu nicht unerheblichen Nebenwirkungen führen kann und eben auch Krankenhausaufenthalte notwendig werden können. Gallenwegskoliken entstehen natürlich dadurch, dass sich die Blutgefäße mangels Prostacyclin, wenn man zu viel davon nimmt, nicht mehr erweitern können. Epigastrische Beschwerden sind natürlich, wenn der Schutzfilm PGE2 nicht mehr ausreichend da ist. Kopfschmerzen könnten auf eine Salicylatunverträglichkeit zurückzuführen sein. Schwindel natürlich auch, also Nausea. Fieber wären natürlich wirklich völlig paradoxe Reaktionen. Juckreiz kann sich da auch geben und so weiter und so weiter. Ja, die Vorteile der Oxygenierung, wir haben andere oder weniger Nebenwirkungen. In der Hand eines erfahrenen Therapeuten kann man diese Nebenwirkungen sehr gut steuern und sie gehen mit der Zeit vor allen Dingen auch weg, während sie bei Medikamenten in der Regel mehr werden. Und wir haben die Chance, dass wir, da wir die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren, auch Medikamente reduzieren oder absetzen können, wie ich ja vorhin schon bei dem Cortison ausgeführt habe. Und wie wir es im Verlauf der Blutdruckregulation demnächst noch hören werden. Und die Therapieerfolge sind langanhaltend, zumindest dann, wenn man wie bei jedem Medikament, was man ja jeden Tag schlucken muss, bei der Oxygenierungstherapie auch in gewissen Abständen eben Auffrischungstherapien macht. Also einmal gemacht und dann immer wieder gut, funktioniert auch hier nicht, so wie beim Autofahren man auch immer mal wieder tanken muss. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Blutdruck. Ich habe 2 Blutdruckpatienten aus meiner Praxis dabei. Wir haben also hier einen sportlichen Menschen, der Rad fährt, und zwar ruhig längere Strecken, also für Otto normal längere Strecken, so 30, 50 Kilometer. Der kommt also mitunter mit dem Rad zur Praxis und fährt dann auch wieder weg. Und wir haben eine Langzeitblutdruckmessung gemacht. Und interessant ist im Grunde genommen, wie sind diese Werte eigentlich aufgestellt? Und wir sehen hier, dass er bei den Durchschnittswerten, und zwar größer 140, tatsächlich hier in der oberen Norm liegt und bei den größer 90 letztendlich auch über der Norm liegt und hat hier einen Wert bei 43 Messungen von 131. Und bei der Nachtabsenkung liegt er mit 46% über der Norm und bei dem zweiten, bei den 80 mm Quecksilbersäule auch. Und er ist ein Non-Dipper, also nachts gibt es keine echte Absenkung. Und das ist der Wert vor der Sauerstofftherapie. Da würde man sagen, ja okay, die Werte sind jetzt nicht so schlecht. Hier liegt es ein bisschen drüber, in der Nacht fallen die einigermaßen ab. Es gibt so ein paar Up and Downs da drin. Das ist eine Sache, die man auch mit einer Herzratenvarianzanalyse begleiten kann. Und Ziel wäre ja, dass man die Durchschnittswerte gerade da in der Nacht, wo es darum geht, sich zu erholen, eben senkt. Und dann haben wir die Sauerstofftherapie gemacht, und zwar wirklich 4 Wochen lang, also hat er 20 Anwendungen bekommen. Und wir erkennen, dass wir hier jetzt höhere Werte haben. Und wir erkennen zunächst, dass wir mit etwas höheren Anteilen drüber liegen am Tag. Wir erkennen aber, dass wir hier plötzlich ein Nachtdipping erzielen. Ich muss aber zurückreden, das war nicht der sportliche Mensch, sondern das war der mit den hohen Blutdruckwerten. Ich habe mich hier leider in der Person geirrt. Und der nimmt also eine Vierfachmedikation an Blutdrucksenkern. Und wir haben jetzt nach 4 Wochen das erste Mal gesehen, dass wir hier also das Absenken in der Nacht wieder hinbekommen, sodass er sich besser regenerieren kann. Wir haben aber tagsüber eben doch ein paar Spitzen. Bei so einem Blutdruckpatienten auch ein bisschen davon ab, wo er als Manager, als Selbstständiger natürlich auch im Beruf gefordert ist. Und wir sehen hier, vorher war der Durchschnittswert 130 zu 82 und jetzt ist er hier der Durchschnitt 131 zu 82. Also im Durchschnitt passt es auch noch. Und dann haben wir
eine Zeit abgewartet und haben dann 2 Wochen gewartet, haben eine 2-wöchige Auffrischung gemacht und dann 2 Wochen danach, nachdem die Auffrischung zu Ende war, noch einmal gemessen und haben die 4-fach-Medikation auf 3-fach-Medikation senken können. Wir haben gesehen, dass der Durchschnittswert jetzt tatsächlich auf 114 zu 76 gefallen ist, dass wir die Durchschnittswerte am Tag haben senken können, dass wir nur noch ganz wenige Prozentzahlen oberhalb der Normwerte sind und dass wir in der Nacht nicht mehr ganz so schön sind wie vorher, da sind wir etwas knapp drüber. Also das Non-Dipping ist leider so ein bisschen weggegangen, ist aber auch natürlich eine Erklärung, wenn er tagsüber so niedrig ist, dann ist es natürlich schwierig, nachts noch niedriger zu kommen. Das heißt, er geht so ein ganz bisschen im Durchschnitt unter den Tageswert. Und da sehen wir, dass wir in der Blutdruckmedikation aufpassen müssen, wenn wir also eine Gefäßerweiterung bekommen, wenn wir Medikation senken, wenn der Blutdruck absackt, wenn ihm dann plötzlich schwindelig wird, dann müssen wir die Medikation reduzieren, damit es ihm besser geht und er vernünftig durch den Tag kommt. Dann können wir natürlich auch die Immunregulation haben. Ich habe ja das mit diesen Parasiten erzählt. Und es gibt Studienlagen, sehr gute Studienlagen, nämlich diese hier, da habe ich dieses Bild auch her, die zeigen, wenn ich Würmer habe, also wirklich einen Parasiten, dann habe ich eine ausgeglichene TH1 zu TH2-Antwort. Und wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, wie zum Beispiel Rheuma oder MS, dann habe ich, oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, habe ich eine TH1-Aktivierung. Und die TH2-Dinger sind darunter im Grunde genommen zu schwach. Und wenn ich eine Allergie habe, ist es genau andersrum. Dann habe ich die TH2-überschießende Antwort. Und das Ziel ist, dass ich das wieder in die Balance bekomme. Und das gelingt, wenn ich eine intravenöse Sauerstofftherapie über ein ausreichend langes Zeitfenster durchführe, also 2, 3, 4 Wochen, und wirklich vorsichtig die Dosierung steigere und immer mich daran orientiere, was für einen Patienten habe ich eigentlich vor mir. Und dann orientieren wir uns an den eosinophilen Granulozyten, hier gelb dargestellt. Wir sind also in diesem Fall gestartet mit 1,4% und wir sind nach der intravenösen Sauerstofftherapie, und zwar nach 9 Mal, also quasi der Freitagmorgen, ne, nach der 9., vor der 10., auf 5,5% gekommen, haben also gesehen, dass wir hier eine Steigerung um das mehr als 3-fache hinbekommen haben, also locker 300%. Und wir sehen, der Patient reagiert eigentlich ziemlich gut auf die Geschichte. Wir sehen, dass die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten in der Summe angestiegen sind. Ist klar, wenn die Eosinophilen ansteigen, das ist ja Teil davon, dann steigen auch die Leukozyten an. Wir haben gesehen, dass das MCV von 105, also die teilen sich relativ langsam, das ist ein Patient, der also eine chronische Erkrankung hat, der eine Durchblutungsstörung hat, der einen erhöhten B-Vitaminbedarf sicherlich auch hat, auch über die Zeit nicht kleiner geworden ist. Wir haben jetzt also 106, also da muss man die Regeneration über die Zeit sehen, das ist in einer Woche auch viel zu kurz, wenn denn Blutkörperchen ja 120 Tage eben auch leben. Und wir haben einen Anstieg der Basophilen gesehen. Und die Basophilen setzen auch Heparin frei. Und Heparin trägt ja dazu bei, dass die Fließeigenschaften des Blutes sich verbessern. Und die roten Blutkörperchen sind eine Idee weniger geworden. Das liegt aber auch daran, dass der Hämatokrit etwas weniger geworden ist. Und wir haben demzufolge also trotz der größeren Volumina, MCV, eine verbesserte Durchblutung und auch die Thrombozytenanzahl, vorher 192, jetzt 154, hat sich auch hier ein bisschen gesenkt, sodass man sagen kann, da ist ein bisschen weniger Entzündung im Spiel. Und das haben wir dann nochmal mit einem anderen Patienten nachvollzogen. Da sind wir gestartet bei 1,0% der Eosinophilen, sind dann auf 3,9 und am Ende sogar auf 20,1. Das heißt, wir haben die 29. Das ist eine etwas verzögerte Steigerung, nicht? Bei 17 Mal erst bei 3,9, haben also 2000-fache Steigerung sozusagen der Eosinophilen gehabt, haben also eine sehr starke Immunantwort und Regulation bekommen können. Und wir sehen, dass natürlich darunter auch die Leukozyten ansteigen. Und wir sehen aber auch, dass die roten Blutkörperchen zum Ende hin weniger werden, die Erythrozyten. Und das zeigt an, das alte
rote Blutkörperchen ausgemausert werden, dass die Inhalte normalerweise auch zur Wiederverwendung genutzt werden. Und wir haben auch Auswertungen von nun auch schon fast 30 Jahren, wo man sehr schön hat sehen können, dass sich tatsächlich also Vollblutmineralanalyse gegenüber Serum-Elektrolytanalyse besser ausgleicht. Also nicht alles toll wird, aber doch ausgleicht, weil wir wirklich alte rote Blutkörperchen ausmausern und die Neubildung anregen. So, jetzt kommen wir mal zum Thema der Mitochondrien. Ganz spannendes Thema. Ist wahrscheinlich so, dass viele davon noch gar nicht so viel wissen. Ich will Sie so ein bisschen mal in die Thematik einführen. Wir haben also hier die Anzahl der Mitarbeiter. Das Verhältnis der MT, das sind die mitochondrialen Genabschnitte, zu NT, das ist der Zellkernnukleus. Davon gibt es ja nur einen. Und wenn man die zählt, dann weiß man, wie viele Mitochondrien man hat. Und hier sollte man 200 bis 250 haben und wir haben 692. Das ist sehr viel. Und nur mit dieser vieler Hände, schnelles Ende Arbeitsmannschaft sind diese Immunzellen in der Lage, die Ruhe-ATP-Bildung sicherzustellen. Und man erwartet, dass auf 100.000 Zellen, also 10 hoch 5 PBMC sind 100.000, erwartet man also ungefähr 100 Pikomol mitochondriales ATP. Mitochondrial heißt, es ist mit unter Verbrauch von Sauerstoff gebildet worden. Und jetzt sehen wir, das Gesamt-ATP ist höher als das mitochondriale. Der Bedarf in Ruhe dieser Zellen ist also höher, als er eigentlich sein sollte. Man könnte sagen, das Standgas ist hochreguliert und immer wenn das Standgas hochreguliert ist, dann bleibt bei Leistungsanforderungen weniger Tourenzähler übrig, um diese Energie, die man da abfordert, auch zu bringen. Und diese wird glykolytisch hergestellt. Wo soll sonst das ATP noch herkommen als aus der Glykolyse? Und damit haben wir dann eine Ansäuerung, eine Laktatbildung. Und wenn wir uns hier den Wert mit der mitochondrialen Deletionsmutante angucken, dann sehen wir, dass wir hier da müsste ich mir die Lupe holen, größer machen. Dann sehen wir hier, dass wir hier 10 hoch 6 haben. Und zwar 8 mal 10 hoch 6, 10 hoch 6 sind 1 Million, haben wir also 8 Millionen 20.000 gesunde Kopien und ein Fehler. Das ist relativ viel. Wir haben auch Patienten mit 10 hoch 3 und 10 hoch 4. Das ist ganz, ganz viel. Also da darf man nur ganz, ganz wenig Oxygenierung am Anfang machen. Und wenn man aber auch mehr gesunde Zellen hat, wird natürlich diese Zelle auch stabiler. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir hier haben, dann wird der Wert, diese 152 ATP, die werden gleich 100% gesetzt. Das ist das hier unten in der Wasserstoffperoxid-Titrationsreihe, das, was wir gleich 100% setzen. Und jetzt haben wir die größte Verdünnung, also die kleinste Konzentration und dann erwartet man, das ist das erste rote Feld, dann erwartet man eigentlich, dass hier eine Leistungssteigerung stattfindet. Und dieser Patient hat hier bereits einen Einbruch. Das heißt, wenn ich den nicht antioxidativ versorge oder wenn ich dem sage, pass auf, geh jetzt mal irgendwo Sport machen oder wenn ich dem sage, geh mal Hypoxie-Training machen, das kann der schon bestens, weil der hier oben nämlich schon ganz viel glykolytisch unterwegs ist, dann profitiert er nicht unbedingt davon. Und wenn ich will, dass der noch mehr Mitochondrien hat, dann ist das auch nicht sinnvoll, weil diese 692, die er da hat, das sind schon sehr viele und die verbrauchen natürlich auch im Eigenbedarf Energie. Also Ziel ist, dass ich das Unternehmen saniere und auf einen normalen Wert von 200 bis 250 Mitarbeiter komme. Steigere ich dann die oxidative Belastung, bricht die Leistung komplett ein, dann habe ich gar nichts mehr, hier ist 0. Jetzt hat dieser Mensch sich ein Oxygenierungsgerät gekauft, das ist ein Heilpraktiker, und hat sich das mit nach Hause genommen und hat jetzt über ein Zeitfenster von mehreren Monaten, wir haben also hier einen Zeitraum von Dezember 19 und hat also jetzt bis Juni 20 in gewissen Abständen, so wie ich das gerade erzählt habe, immer 4 Wochen gemacht oder bis die Eosinophilen nicht mehr angestiegen sind und ist ganz, ganz unten angefangen, hat ganz, ganz wenig gemacht. Und dann sehen wir hier, dass die dass die Mitarbeiter von 692 auf 326 geschrumpft sind. Also quasi die halbe Mitarbeiterschar
und wir haben trotzdem in Ruhe die richtige mitochondriale ATP-Bildung. Und wir haben ganz wenig Glykolyse obendrauf, also eigentlich ziemlich gut. Der Nachteil, was wir beim ersten Mal nicht gemacht haben, wir haben beim ersten Mal nur diese gewaschenen Mitochondrien gehabt und haben nicht, wie wir jetzt rechts im Bild sehen, Plasma dazugegeben. Plasma ist ja das nicht geronnene Blut, in dem alle Botenstoffe und alles, was er am Tag vorher gegessen hat und alles, was es an Ergänzung und sonst wie gibt, drin ist. Und das gibt man dann dazu und dann sieht man, boah, wenn diese ganzen schlimmen Botenstoffe dazukommen, dann ist der Ruhebedarf, also Standgas dieser Mitochondrien immer noch nicht gut. Damit bilden wir sozusagen die tagesaktuelle Situation des Patienten ab. Grundsätzlich, gewaschen von all diesen Dingen, sind die Mitochondrien schon ziemlich gut drauf, aber mit diesen ganzen Einflüssen geht es ihm nicht so gut. Was wir aber erkennen, wir hatten links 8,02 mal 10 hoch 6, also eine Million, und rechts haben wir 10 hoch 8 gesunde Zellen. Das ist eine Trilliarde. Das heißt, wir kommen von 8 Millionen auf eine Trilliarde, 4 Milliarden, 5 Millionen gesunde Mitochondrien und haben damit natürlich eine Regeneration hinbekommen, die, wenn wir es jetzt ganz geduldig und konsequent weiter fortführen, auch dazu führen, dass dieser Mensch eine Verjüngung bekommt, eine mitochondriale, weil im Grunde genommen alle Zellregenerationsprozesse von dieser Mitochondrienfunktion abhängig sind. Was wir aber auch sehen, in der Titrationsverdünnungsreihe sind die Werte von ehemals 97 auf 93 eingebrochen. In der zweiten Stufe passiert es noch nicht. Also die oxidative Stressresilienz, die wir sozusagen am NRF2, was aus dem PGD-J15, was wir vorhin gehört haben, kommen sollte, war hier 0,15, ist hier jetzt 0,013, hat sich in dem Bereich etwas verschlechtert. Bedeutet, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir auch alle Kofaktoren dabei haben, damit die Mitochondrien sich auch wirklich regenerieren können, dass sie alle Bausteine haben, damit der Körper seine körpereigenen antioxidativen Enzymsysteme auch wirklich aufbauen kann. Gucken wir uns die nächste Folie an, haben wir den Partner zu diesem Heilpraktiker, also sie machen das gemeinsam. Da haben wir hier am Anfang die Situation, wenig Mitochondrien, also knapp über der Norm, was es sein soll. Dann aber auch eine sehr hohe mitochondriale Leistung und eine vertretbare glykolytische obendrin. Antioxidativ läuft nicht viel und hier haben wir 10 hoch 5. Das heißt, wir haben nur 100.460 gesunde Zellen, also Mitochondrien, und dann schon einen Fehler drin. Und wenn dieser Fehler auftritt, dann sind 6 mitochondriale Enzyme nicht funktionsfähig. Und wir konnten tatsächlich durch eine leichte oxidative Belastung tatsächlich noch eine Leistungssteigerung hinkriegen, nämlich auf 104%. Nach diesen Monaten, also auch hier Januar abgenommen und jetzt im Juni abgenommen, sehen wir, dass die Anzahl der Zellen sich auf die Normzahl halt reduziert hat. Also 200 ist ja die Zielsache. Der Bedarf der Mitochondrien ist um die 100, also knapp drunter, also die fahren wirklich effektiv. Wir haben hier wieder 10 hoch 8, also wir sind wieder bei unseren Trilliarden. Wir haben es geschafft, diese wirklich kaputten Zellen, dadurch, dass wir ganz vorsichtig vorgegangen sind, zu reduzieren. Und diese Deletionsmutanten, die gibt es in allen Zellen, also auch in den somatischen Zellen, im Nervensystem, in dem Herzmuskel, in der Nierenzelle, überall. Und wenn ich über ein so langes Zeitfenster es schaffe, zu belegen, dass ich diese Fehler wegbekomme, dann darf ich davon ausgehen, dass es in diesen somatischen Zellen auch ist. Und dass ich wirklich die Zellen dazu bewege, dass sie in eine echte Regeneration und Selbstheilung kommen können. Und mit dem Plasma dazu sehen wir auch hier einen deutlichen Anstieg, aber nicht ganz so schlimm wie bei dem anderen. Und Proof of Principle ist erbracht. Mache ich in kleinen Schritten, kann ich wirklich ursachenorientiert ganz toll in die Zelle reingezoomt, Therapiekonzept entwickelt, rausgezoomt und gesagt, so machen wir das, dem Patienten etwas bieten, was kein anderer kann. Und da ist die Oxygenierung ein ganz wichtiges Instrument. Hier ist dann, das will ich jetzt nicht vorlesen, erklärt, der Film, den werden wir ja dann irgendwann mal hochladen. Dann kann man nochmal lesen, was die einzelnen Werte machen, wofür die wirklich da sind. Das hatte ich gerade so erzählt. Und wir kommen nochmal kurz auf eine Zusammenfassung. Wir haben also eine antientzündliche, eine antioxidative und heilungsfördernde
Wirkung, auf schlau heißt es dann Pro-Resolving Resolution of Inflammation. Wir haben unsere Kontrollparameter, die ich vorhin alle erwähnt habe. Wir haben dabei auch so etwas wie die Glutathion-Peroxidase, die wir auch messen können, auch deren Aktivität wir messen können. Bedeutet aber, da steckt das Wort Glutation drin. Und Glutation braucht Glycin, Cystein, Glutamin und Selen. Und wenn ich die nicht habe, wenn da irgendwo Mangel ist, dann kann die Glutathion-Peroxidase noch so gut sein. Sie kann aber nicht das Glutathion peroxidieren, weil es nicht da ist. Ich muss mich also wirklich um die Bausteine kümmern. Wir haben eine Reduktion der Adhäsionsmoleküle, das heißt, wir haben weniger Auswanderung von Entzündungszellen, wir haben weniger Metastasierung und wir haben die Paraoxonase-1-Steigerung und damit eine Verbesserung des HDLs und auch natürlich der Leberentgiftung. Ich wollte vorhin was zu den regulatorischen T-Zellen sagen, also geht es ja auch um das Thema, wie können wir überschießende Immunreaktionen harmonisieren, und da haben wir eben tatsächlich gesehen, bis auf einen Fall, 8% Senkung, der hat also tatsächlich einen Infekt während der Untersuchung entwickelt und dann ist das nicht blockiert, dann kann also das Immunsystem trotzdem reagieren. Aber wir haben überall von den hohen blauen Werten beginnend im Grunde genommen hier eine Senkung, blauen Balken, von den gelben beginnend eine Steigerung der T-Regulatorzellen, also der entzündungshemmenden Zellen erreicht. Und können damit sagen, wir können überschießende Immunreaktionen vorübergehend herunterregeln und zur Harmonisierung des Immunsystems beitragen. Und dann gibt es so eine Anwendungsstudie, da haben dann die teilnehmenden Therapeuten aufgeschrieben und die Firma Oxyven hat das dann ausgewertet. Und dann gibt es so die verschiedenen Indikationen, also venöse Durchblutungsstörung, das heißt also Besenreißer oder Krampfadern oder dann eben die arterielle Verschlusskrankheit, also die Schaufensterkrankheit oder die Lymphödeme, die man hat oder die Ulzeration, die Geschwüre, die nicht zuheilen wollen und die Gangrenen, die dazu führen, dass Amputationen gemacht werden müssen oder wir haben Probleme am Herzen oder das Herz ist schwach, also gerade NT-proBNP ist auch ein ganz dankbarer Wert, wenn man den im Verlauf sich anguckt, oder wir haben den Bluthochdruck oder wir haben Migräne oder wir haben Neuropathien, die ja auch im Grunde genommen an den Vasa nervorum behaftet sind. Das sind ja auch die Kapillaren, die da dran sind. Oder wir haben die vegetative Labilität, was wir ja wunderbar auch mit der Herzratenvarianzanalyse nochmal untermauern und belegen können. Oder den Zustand nach Schlaganfall und so weiter. Und hier sieht man nochmal, was ich ganz am Anfang erzählt habe, über die Verbesserung der Sehfähigkeit. Also 10% im Durchschnitt, nachdem man nur 3 Wochen Sauerstofftherapie gemacht hat, also 15 Anwendungen, heißt man eine Sehverbesserung von hier nach da bekommen. Das ist für Leute, die wissen, was das ist, das sind Welten, was die plötzlich besser sehen können. Und wir sehen diesen Abfall. Und diesen Abfall soll man natürlich vermeiden. Und wenn man dann jemanden schon da hat, dass das funktioniert, dann sollte er wirklich alle 4 Wochen für 3 Anschlussanwendungen oder auch 5 Anschlussanwendungen kommen. So, und dann gibt es hier noch weitere Beispiele fürs Gucken, fürs auch Glaukom muss man ganz langsam steigern, dann kann man auch dazu beitragen, dass sich die Drücke im Auge eben anpassen. Die diabetischen Augenbeschwerden sind jegliche Form von Schwindel, weil Schwindel ist natürlich auch immer ein mitochondriales Problem. Nicht? Wenn Nervenzellen Thrombozyten sind die Zellen mit dem höchsten Energiebedarf und wenn da die Mitochondrien die Energie auf Bedarf nicht liefern können, dann ist natürlich unspezifischer Schwindel da. Dann kommen die und messen dies und das und keiner findet was und dann ja, nehmen sie doch Histidin oder nehmen sie doch Ginkgo oder so, aber es kommt keiner und geht ran, was ist eigentlich mitochondrial los? Und das sind die tollen Dinge, die wir hier wirklich auch bearbeiten können. Wir haben das mit dem Blutbild gesehen, das habe ich ja vorhin an einigen Beispielen dargestellt. Wir sehen, wie die Eosinophilen bei Asthma, bei schwerem Asthma wirklich über die Oxygenierung in die Blutbahn gezogen werden, aus dem Gewebe rausgezogen werden, den Patienten zu Beschwerdefreiheit verhelfen. Wir sehen, wie die 15-Lipoxygenase 1 ansteigt. Das ist das Enzym in den eosinophilen Granulozyten. Das führt dazu, dass wir wirklich dieses Enzym nutzen können, um die Leukotriene, die ja auch allergiebehaftet sind und Entzündungen auslösen, reduzieren können. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel im ALCAP-Test, wo man ja neutrophile, aber auch ein bisschen eosinophile Nahrungsmittelunverträglichkeiten misst oder wo es um Histaminfreisetzung geht, dass gerade auch diese Symptomatiken
im Rahmen der Oxygenierung zu einer besseren Verträglichkeit führen, weil diese Histamine besser abgebaut werden und weil diese Immunreaktionen durch Ablenkung auf das Sauerstoffbläschen von dem eigentlichen Agens ablassen und wir dadurch einfach bessere Verträglichkeiten haben. Also die Patienten, die wirklich mit ganz vielen Lebensmittelunverträglichkeiten unterwegs sind, werden es Ihnen danken, wenn Sie denen auch nur dazu führen, dass sie ein bisschen mehr essen können und jetzt nicht völlig vom Fleisch abfallen. Und beim TNF-Alpha haben wir auch geguckt. Wir haben also die hohen TNF-Alpha proentzündlichen Werte als hellblau dargestellt und dann eben nach den Oxygenierungen, jeder Patient reagiert anders, nicht? Unterschiedlich tief fällt das ab, aber es fällt bei jedem in die gleiche Richtung ab, also auch hier wieder Proof of Principle, das Ganze funktioniert und das hat an der Charité im Bereich der klinischen Immunologie, dort im Labor wurden diese Messungen gemacht. Und die Paraoxonase 1, wir haben also wirklich 45 Teilnehmer und erkennen wirklich, wie wir das Paraoxon, das ist also im Grunde genommen das Gift, was über die O-Nase eben abgebaut wird, wirklich schon nach 10 Anwendungen wirklich um 38% des Ausgangswertes senken und über die Zeit der Therapie, also auch 2 Wochen nach Therapieende, das Hellblaue immer noch aktiv halten, sodass man sagen kann, dass man Leberentgiftungsstörungen über dieses Enzym eben wirklich auch verbessern kann und damit auch gerade Leute, die genetische Entgiftungsprobleme auch haben und mit kleinsten Mengen von Pflanzenschutzmitteln in Mitleidenschaft gezogen werden, hier ein ganz tolles Instrument in der Hand hat, denen zu helfen. Und die Glutathion-Peroxidase, haben wir ja drüber gehört, funktioniert nur, wenn Glutation da ist, aber sie wird natürlich gesteigert. Der Körper versucht irgendwie die Elektronen, die sich in den Mitochondrien ja bewegen, obwohl die Erythrozyten haben jetzt keine Mitochondrien, aber auch dort geht es darum, dass die roten Blutkörperchen nicht zerplatzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel erkennen, dass die roten Blutkörperchen weniger werden, dann ist das natürlich auch ein Indiz dafür, dass die Steigerung der Glutathion-Peroxidase leer läuft, weil sie kein Glutathion zur Verfügung hat. Und dann ist es umso wichtiger, dass ich mich um die Bausteine für Glutathion kümmere, damit der Körper aus eigenem Antrieb bedarfsgerecht in der Lage ist, dieses Glutathion nachzubilden und damit seine Zellen zu schützen. Und zwar nicht nur die Erythrozyten, sondern natürlich auch die Mitochondrien, wo die Elektronen ja hin und her geschaufelt werden, wo wir ein Redoxpotenzial haben und wo das Glutathion eben auch immer wieder oxidiert und reduziert werden muss, damit dieser Elektronenfluss auch funktioniert und sich nicht irgendwelche anderen Ziele sucht, die ungesund sind und zu mitochondrialen Schäden führen. So, und dann kann man natürlich auch bei allen allergischen Geschichten das Abwehrsystem insofern stärken, als dass man es ablenkt auf das Sauerstoffbläschen und eben diese Übersensibilisierung, die sich ja bei täglichem Wieder anbieten, dieser Pollen zum Beispiel oder der Hausstaubmilben, die man da hat, eben reduzieren. Und das ist eben auch bei wiederkehrenden Infekten der Harnwege oder bei atopischen Geschichten, bei Schuppenflechte. Ach, Herr Doktor, gucken Sie mal, was ich Ihnen noch mal eben zeigen wollte, ne? Eine Woche nach der ersten Therapie, dass diese Plaques wirklich ablassen, dass das abheilt, dass es deutlich weniger aggressiv ist und auch bei der Neurodermitis, dass sozusagen die Haut auch wirklich abheilen kann, weil diese ganzen vielen Unverträglichkeiten, die das Ganze noch mit triggern, eben abgelenkt werden durch das Bläschen und nicht mehr so im Vordergrund stehen. Und für die chronisch obstruktive Erkrankung, also ich habe ja einen YouTube-Kanal, Dr. Wiechert YouTube, da kann man also, oder bei mir auf der Homepage mal gucken, da habe ich auch einen Newsletter- und YouTube-Anteil und da ist zum Beispiel ein Patient, ein Einzelpatient, der also auch mitochondriale Untersuchungen hat, der von der COPD, also ganz wahnsinnig innerhalb von 3 Wochen Welten bewegt hat, ein ganz anderes Leben. Da finden Sie auch ein Video zur Makuladegeneration, wo eine Patientin berichtet, wie sie das bei einer vererbten Makuladegeneration hat. Da finden Sie einen Vortrag über eine ganze Stunde, wie ich auch nochmal ganz intensiv und fachlich bestimmte Dinge erkläre. Da finden Sie einen kleinen Vortrag oder ja, ein Erklärvideo über 7 Minuten, was wirklich schön und einfach erklärt, wie Oxygenierung funktioniert, was gerade Therapeuten auch gerne nutzen dürfen, um ihren Patienten zu erklären, was sie da eigentlich anbieten, ohne dass sie selbst in die nach vorne preschen müssen. Also erstmal sozusagen die Kompetenz des anderen für sich nutzen können und müssen dann nur noch 2, 3 Worte sagen und dann sagt der Patient, ja okay, das hätte ich gerne.
Und hier sehen wir nochmal eine Auflistung, was das also auch bei Erschöpfungszuständen macht. Das sind ja mitochondriale Dysfunktionen, das Schlafstörungen, nicht? Psychosomatisch wird oft gesagt, meistens sind es wirklich mitochondriale Geschichten. Und das sind so Themen, wenn man mal in die Mitochondrienmedizin eintaucht, dann eröffnet sich einem unheimlich, wo man hin muss, um wirklich diese Dinge in die Selbstheilung zu bringen. So, wir schaffen also eine Stabilisierung des Kreislaufsystems, wir haben verbesserte Durchblutung, wir haben Mitochondrienregeneration, wir haben verbesserte Regeneration durch verbesserte Schlafqualität, wir haben eine verbesserte Stimmung, wir haben verbesserte Gehstrecken, die Nerven werden besser sehen, hören, das sind ja Nerven mit den höchsten Energieanforderungen, Atemwege verbessern sich, COPT, Asthma haben wir erwähnt, das Immunsystem harmonisiert sich, überschießende Reaktionen auch bei Covid werden abgebremst. Also auch dazu habe ich ein Video über eine Viertelstunde, wo ich die Wirkung des Prostacyclins nochmal im Hinblick auf Covid auch darstelle. Also es lohnt sich, glaube ich, da auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen zu stöbern, was ich da alles schon mal so zusammengetragen habe. Ja, was darf man gar nicht machen? Nicht in eine Pneumonie hinein, ist eine weiche Indikation, wenn man Covid guckt. Also das sollte man natürlich Leuten überlassen, die da viel Erfahrung mit haben. Niemals in Status Asthmaticus, das geht nicht. Auch jemand, der Asthma hat, muss immer, wirklich immer vorher seinen Spray genommen haben. Er muss es auch immer dabei haben, das lassen Sie sich bitte immer zeigen, damit Sie nicht doch irgendwann mal einen Asthmaanfall haben. Und die Vorhof- und Kammerseptumdefekte sind absolute Kontraindikation, weil das Sauerstoffbläschen dann die venöse auf die arterielle Seite springt und das soll es nicht. Man merkt, okay, ich habe ein bisschen Druck auf dem Thorax, ich werde ein bisschen müde, ich habe vielleicht ein bisschen Hustenreiz, meine Durchblutung führt dazu, dass die Niere besser arbeitet, also muss ich kurz danach auf Toilette. Ich habe vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, weil am Anfang auch die falschen Prostaglandine in den Vordergrund kommen und natürlich die Gefäße erweitern sich, mein Gesicht rötet sich, das sind völlig normale Sachen. Und jetzt kommen wir mal zu den Durchblutungsstörungen, die weit vor meiner Zeit sind, also 1976, 28.04.1976 ist also dieses Bild hier gemacht worden, wo also die Haut nicht richtig heilt. Dann haben wir den 18.05.76, also ein guter Monat später. Da sieht man hier unten im Bild links, da ist kaum etwas zu sehen hier, ne? Während auf dem anderen Bein das ganz gut aussieht. Und am 9.04., das war der 16.01.84, ist ein anderer Patient, am 9.04.86, also 2 Jahre später, das muss man sich auch klar machen, solche Erkrankungen, das macht man nicht mal eben in 2 Wochen, hat man das wieder komplett hingekriegt. Das linke ist hier wirklich in Ordnung. So, was machen wir mit der Herzratenvarianzanalyse? Hier haben wir mal so ein Beispiel. Man erkennt also, hier sehr schön, hat der Patient eine schnelle, eine normale oder eine viel zu langsame Herzfrequenz. Wir sehen in der Streubreite, wie verteilen sich die Herzschläge. Nicht? Wenn ich eine große Streubreite habe, dann habe ich hier unten eine breite Basis und dann sehe ich eben, dass die veränderten Geschwindigkeiten, das sind alles hier Varianzgeschwindigkeiten, die ich abgreife, und je breiter hier die gaußsche Verteilungskurve ist, umso breiter ist auch meine Varianz. Nicht? Das kann man hier sehr schön sehen. Und man kann sehen, wo ist der Patient hergekommen. Also er war ja gar nicht wirklich total aufgeregt und verspannt und sonst wie was. Er hat also eigentlich Normwerte gehabt. Sympathikotonus ist ein bisschen hier über den Entspannungsnerv hinaus. Die Streubreite, okay, war im unteren Normbereich. Die Herzfrequenz war wirklich nicht aufgeregt, also 60,78 Schläge pro Minute ist ja wirklich unterste Kante von Norm eigentlich. Und die Kohärenzbande, also dass nicht 1000 Extraschläge da sind, sondern dass das wirklich vernünftige Varianzen sind, das war gegeben. Dann hat man diese Atemübungen empfohlen, um also gerade bei dem Ohrenrauschen, also nochmal zu sagen, Mensch, vielleicht brauchst du doch mehr Erweiterung, vielleicht ist das doch zu viel Anspannung für deinen Gefäßstatus im Moment. Lass uns doch mal den Sympathikotonus noch mal ein bisschen versuchen weiter zu senken. Und habe tatsächlich gesehen, wir sind von 87 auf 33 gekommen. Und auch hier die Entspannungsbalken hat sich verbessert. Dazu gehört natürlich auch, dass man dem Patienten zeigt, wie man vernünftig atmet. Wobei wir das Bild, was wir hier sehen, ist kein klassisches Atembild. Das ist also quasi eine Basismessung. Nicht? Ein angeleitetes Atembild hätte eine andere, ganz genau undulierende, wiederkehrende Wellenfunktion. Und insofern haben wir also hier nur
einmalig Oxygenierung gemacht und haben quasi eine vor der Oxygenierung und direkt nach der Oxygenierung durchgeführte Messung. Wir haben also einen Wert hier von 10:26 Uhr zu 11:14 Uhr und das ist natürlich eine Situation, die ist sowas von, ja, finde ich, frappierend, dass man allein schon aus Spaßgründen, um den Patienten zu zeigen, hey, was geht hier eigentlich ab, diese Messung auch mit einbinden sollte, um zu dokumentieren für den Patienten, ja, hier bist du richtig, hier siehst du, was das wirklich mit dir macht. Und so sehen wir das auch hier bei einem 51-jährigen Patienten mit nun doch deutlich psychischem Stress, der auch schon von der Anamnese her ein bisschen übergewichtig war, metabolisches Syndrom, Entzündung in der Schulter und dann wurde natürlich auch ein bisschen mehr gemacht. Also hier neben der Oxygenierung sollte die Ernährung umgestellt werden. Ziel war natürlich Schmerzfreiheit und die Wiederherstellung des vegetativen Nervensystems und auch hier sieht man von 243 deutlich überhöhten Anspannungsnervenbalken und Sympathikotonus, der natürlich auch die Schmerzen triggert und auch die Muskelverspannung macht und auch die Insulinresistenz letztendlich erhöht, sehen wir, dass wir hier eine schöne Veränderung in den Normbereich, also eine Balance zwischen An- und Entspannung bekommen haben. Und so kann man eben wirklich deutlich entspannter durchs Leben gehen und auch regenerieren. Ja, das macht nicht nur ich, das macht auch Sidi Popat, also der Vorsitzende Präsident der Neuraltherapie und auch der IGAF. Das macht der Herr Tust, Heilpraktiker und Referent und viele Notfallseminare. Das macht Kyra Hoffmann, ausgewiesene Heilpraktikerin für auch Schilddrüsenspezialistin, Jodspezialistin. Und natürlich macht es auch der Dr. Rau in der Schweiz, der ganz viele Geräte hat. Und hier steht der Name gar nicht dabei. Ich persönlich muss sagen, kenne ihn jetzt nicht, aber hat eben wirklich herausgefunden, dass er hier auch die perfekte Alternative zur Boson-Eigenbluttherapie hat und eben auch nicht so viel mit dem Blut rumsauen muss. Und man hat eben auch neben dem prooxidativen Effekt auch die Sauerstoffbläschen, die wirklich die Eosinophilie bedingen, was man also bei der Ozontherapie nun überhaupt nicht sieht. Zusammenfassend: gefäßerweiternd, bronchienerweiternd, durchblutungsverbessernd durch Thrombozytenaggregationshemmung, Ödeme, Lymphödeme, extrazelluläres Wasser wird reduziert, Entzündung wird reduziert, der Schlaf wird verbessert, Cholesterine werden etwas gesenkt. Es gibt Wirkungen in Bezug auf die Viren, auf die Wachstumsrate der Tumoren, weil wir ja auch auf die Mitochondrien Einfluss nehmen, weil wir eine Rückkopplung zu gesunden Mitochondrien hinkriegen, dass wir sozusagen diese fixierten Tumorstoffwechsel damit angehen können. Wir haben die Immunmodulation, wir haben die Antioxidation. Und wer ganz viel wissen will, der soll sich an den Hersteller dieser Geräte wenden. Und wenn der Fragen nicht beantworten kann, dann wendet er sich an mich oder andere erfahrene Therapeuten. Und das Beste ist natürlich die Gesellschaft für intravenöse Sauerstofftherapie, wo man dann auch natürlich an Seminaren teilnehmen kann, wo man dann auch nochmal speziell geschult wird und wo man diese Dinge alle vertiefen kann und dann sozusagen etwas erlernt, wo man eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal mit hat, denn das kann kaum ein anderer. Und jetzt sind wir durch und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wiechert, für das interessante Seminar. Es müsste jetzt immer Online-Seminar geben für alle, die sich wundern. Das Wort Webinar ist nämlich geschützt, deswegen müssen wir es mal Online-Seminar nennen und dürfen es nicht mehr Webinar nennen. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Sie kriegen aber von mir einen Applaus, Dankeschön. weil das sonst ja keiner machen kann. Ich habe auch den Herrn Glosemeyer in der Leitung. Falls nämlich noch Fragen spezifisch zum Gerät sind, kann er die auch beantworten. Aber wir haben auch ganz viele andere Fragen bekommen und ich würde einfach mal sagen, wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch. Die erste Frage, die wir bekommen haben, ist, ob es ist die trockene oder feuchte Makuladegeneration gleich zu behandeln. Also die trockene ist auf jeden Fall eine gute Indikation und die feuchte ist immer in Begleitung eines
Augenarztes zu machen, der natürlich spritzt, um sozusagen die Neubildung der Blutgefäße zu unterdrücken. Und die Neubildung der Blutgefäße ist ja da, weil die Sauerstoffversorgung nicht da ist oder weil die Mitochondrien in ihrer Funktion gestört sind. Also wenn man googelt, was ist eine Makuladegeneration, dann ist es eine mitochondriale Dysfunktion. Dann sind also die Mitochondrien nicht in Ordnung. Und ich muss etwas dafür tun, dass diese Mitochondrien sich erholen. Und wenn ich das in einer begleitenden, ganz vorsichtigen Form mache, dann kann ich beide Makuladegenerationen damit behandeln und auch alle anderen Erkrankungen des Auges. Ich darf halt nur niemals zu schnell hochsteigern und mein Ziel sollte nicht der Hustenreiz oder der Druck auf der Lunge sein. Bei solchen Patienten muss man wegen dieser ganz eingeschränkten antioxidativen Resilienz auch ganz tief unten beginnen und ganz langsam steigern, also mitunter erst alle paar Tage um 1 Milliliter. Und den Patienten will ich sagen, hey, wir brauchen Zeit. Das ist auch nicht von gestern auf heute passiert. Okay, super. Dann fragt auch jemand, darf die Oxygenierung gleichzeitig mit anderen Sauerstofftherapien wie CDL, also Chlordioxid, kombiniert werden oder muss eine Pause mit CDL gemacht werden? Also wir haben ja das hormesische Prinzip und da geht es ja um die Steigerung der oxidativen Stressresilienz. Und wenn ich ein hormesisches Prinzip, wo ich einen Reiz setze und dem Körper die Chance geben muss, gegen zu regulieren, mit einer zusätzlichen Therapie übersteuere, also Vitamin C Hochdosistherapie oder dieses Chlordioxid, dann übersteuere ich die Therapie und mache sie zunichte. Das sollte man also auf gar keinen Fall tun. Und auch diese Chlordioxid-Geschichte einzusetzen, ohne die oxidative Stressresilienz der Mitochondrien zu kennen, halte ich auch für also ich würde es nicht machen. Okay, super. Dann fragt jemand, ist es unbedingt nötig, dass Kopf und Beine während der Oxygenierung flach auf der Liege liegen? Ja, das ist also es geht natürlich theoretisch auch ohne, aber das Problem ist immer, die Sauerstoffbläschen steigen ja nach oben. Und sie sollen ja sich auch bis in die Lunge verteilen und sollen den normalen Weg nehmen. Und wenn ich das nicht mache, dann verteilt sich das Sauerstoffbläschen nicht gleichmäßig, sondern es staut sich irgendwo. Und dann löst es sich an dieser Stelle plötzlich und unerwartet mit einer größeren Blase. Oder kann eben auch vielleicht die Venen zum Kopf hin aufsteigen. Und das wollen wir nicht. Und eine größere Blase hat ja an der Stelle, wo sie ist, fließt ja kein Blut, da ist ja die Blase. Das heißt, vor der Blase ist sauerstoffarmes Blut, weil kein Fluss ist, oder gar kein Blut. Und hinter der Blase ist auch, weil venös relativ wenig sauerstoffhaltiges Blut. Nur da, wo das Sauerstoffbläschen selbst ist, da ist also viel Sauerstoff. Und dadurch, dass das Sauerstoffbläschen ja eigentlich immer kleiner wird und sich langsam verteilt und fortwandert, und den Sauerstoff abgibt, kriegt es also im Grunde genommen auch eine Sauerstoffverbesserung in dem Blut. Und wir sehen, wenn wir eine Pulsoximetrie machen, dann haben wir am Anfang in der Regel eine Verschlechterung des Sauerstoffpartialdrucks während der Oxygenierung, weil zum Teil Bläschen für ein paar Minuten auch in der Lunge bleiben und dort die Austauschfläche für Sauerstoff und Kohlendioxid etwas einschränken oder auch für Blut, was da fließt, bis das Sauerstoffbläschen sich aufgelöst hat. Das heißt, wir machen mit der Sauerstofftherapie auch eine Hyper- und Hypoxitherapie. Und es bedeutet aber, dass man es eben sehr langsam und gering machen muss, damit man die Person dabei nicht übersteuert. Und das ist der Grund, wenn ich jetzt ein großes Bläschen habe und das an einer Stelle plötzlich so lange stehen bleibt, dann habe ich an einer Stelle für ziemlich lange Zeit eine Hypoxie. Und das will ich nicht. Und deswegen ist es im Liegen am besten und dort habe ich auch am wenigsten Nebenwirkungen mit dem Husten oder dem Druck. Und wenn Blutdruckabfall ist, dann wird ihm auch nicht schwindelig. Ja. Die Frage, ob Heilpraktiker das auch machen dürfen. Ja. Ja, da haben wir auch, ich schalte mich mal ein, von Oxyven. Hallo, guten Abend, Thomas Klosemeyer. Das haben wir auch von der Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt bekommen und beziehungsweise es ist kein Eigenblut. Wir geben das Medikament direkt in die Vene. Auch ganz klar. Und auch keine Transfusionsmedizin. Ja. Perfekt. Thema Kontraindikation, glaube ich, haben wir abgehandelt. Da gab es die Folie zu. Ich denke, das sollte für jeden klar sein.
Weiß nicht, ob Sie noch was dazu sagen wollen. Nein, wichtig ist einfach, es darf kein Weg von dem venösen zum arteriellen Schenkel des Blutes offen sein. Morbus Osler oder irgendwelche Septumdefekte, Foramen ovale, das sind alles Sachen, wenn die bekannt sind, dann darf man das nicht machen. Und die akuten Sachen, die auf Intensivstation gehören, gehören auf Intensivstation. Kleine Septumdefekte sind ja häufig nicht bekannt. Trotzdem ist bei der Oxygenierung seit über 50 Jahren Anwendung noch kein schwerer Zwischenfall passiert, muss man ganz eindeutig auch sagen. Aber es kann passieren und dann hat man eben unter Umständen eine Symptomatik, die dann für ungefähr 20 Minuten anhält, bis das Sauerstoffbläschen sich aufgelöst hat. Und dann muss man eben den Zugang liegen lassen, dann muss man eben den Patienten betreuen, dabei bleiben, gucken, was geht. Und wenn es eine Verschlimmerung gibt, dann muss man halt den Notarzt rufen. Und wenn es sich verbessert, was ja innerhalb von 20 Minuten zu erwarten ist, dann kann der Patient gesunden Fußes die Praxis wieder verlassen, kriegt natürlich keine Oxygenierung mehr, geht zum Kardiologen und lässt sich untersuchen, wo das ist. Ich habe es auch schon erlebt. Das war im Echo, im Herzecho nicht zu sehen. Erst als man ein Schluckecho gemacht hat und ihn also eine Presseatmung hat machen lassen, da sah man, wie stark das passierte. Und wenn man jetzt bei einer Therapie bis zum Hustenreiz geht, dann ist natürlich bei so einem Hustenreiz ein erhöhter Druck und dann öffnet sich vielleicht durch diesen Druck auch dieses Foramen ovale und dann erhöht man damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Bläschen dann mal rüberhuscht. Und er hatte tatsächlich einen schlaffen Arm und da habe ich meine ganzen MFAs zusammengeholt und habe mein Stressniveau sozusagen Pokerface-mäßig weggespielt, habe den Patienten betreut und habe denen gezeigt, was ein Schlaganfall ist und habe dann auch gezeigt, wie schön das innerhalb von 15 Minuten sich von alleine wieder reguliert. Aber das will ich nicht wieder erleben und deswegen ist es wichtig, dass man es weiß, dass man damit umgehen kann und wenn man die Leute flach lagert, also wirklich flach und nicht wirklich immer hin zu diesem Hustenreiz zwingend geht, dann ist man eigentlich auch bei denen, wo man es nicht weiß, auf einer ziemlich sicheren Seite.